Ich liebe Regenbögen. Heute ein ganz besonderes, schönes, schnelles Mini-Album für all deine Erinnerungen, also ein Journal oder Jahresbuch. Das Besondere, es gibt es heute in Regenbogenfarben. Und noch was ganz Spezielles. Heute gibt es bei mir den Teil 1 und demnächst die Innengestaltung mit Kalendarium für das Jahr 2021 und dem Stempelset Kreative Tage beim Stempelnerd bei Jonas. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Jo, heute, wie gesagt, ein Mini-Album, den Teil 1 für mein Regenbogenalbum und den Teil 2 dann demnächst beim Stempelnerd. Gestaltet habe ich es aus Designerpapier in den Maßen 6x6 Inch und dafür habe ich genommen die Basic-Farben oder Sets von Stampin' Up in den Prachtfarben, also die Sets mit den 10 Farben und Signalfarben, und daraus habe ich einfach zusammengestellt, dass ich 12 Seiten hatte für ein Journal und die habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Jo, 6x6 Inch das Papier und dann kann es eigentlich schon losgehen. Schon mal, dass du nichts verpasst, abonniere am besten meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, das kostet dich nichts und du verpasst nichts von meinen Anleitungen. Und ich verlinke dir natürlich auch die Anleitung vom Stempelnerd, vom Jonas, sobald sie online ist. Du brauchst 12 Blatt Designerpapier, dann ein Band, nochmal 2 Stück Farbkarton. Ich habe hier in Abendblau gewählt, weil das im Album auch drin vorkommt, in den Maßen 4x6 Inch. Ich habe das auch doppelt genommen, weil ich eben mit dem Band gestalten möchte. Das siehst du dann, also nochmal in Grundweiß, auch 4x6 Inch. Und einen Streifen in 6 Inch mal ca. 2 Inch. Den habe ich schon mal über die Tischkante gewählt, weil das soll mein leicht flexibler Buchrücken sein, der hinten alles gut abschließt. Das Stempelset Kreative Tage habe ich schon gesagt. Papierschneider. Für außen habe ich mir diese Abstandsfolienblätter genommen und Buchstaben ausgestanzt und dann kann es schon losgehen. Ich nehme die Designerpapiere jeweils so, dass ich sie in eine Richtung, ich habe mir diese Richtung überlegt, falze, und zwar brauche ich nur eine Falzlinie, die ist bei 2 Inch. Wichtig ist, dass ich jetzt nicht schneide, dann stimmen die Farben nicht mehr, bei 2 Inch. Und das mache ich mit allen 12 Blättern. Dann falze ich und dann werden die Blätter einfach aufeinander gesetzt. So, und jetzt schaue ich, dass ich alles habe und nichts schief geht. Braucht sie immer so einfach aufeinander gesetzt, ne? Dann kann Fehler ohne Ende passieren. Ja, wie setze ich das aufeinander? Du siehst, ich habe mir das so präpariert, bei 2 Inch gefalzt und hier links einen schmalen Klebestreifen gesetzt. Und dann ist mir eingefallen, bei dem Album, das ähnlich gemacht, hatte eine zweite Falzung, die brauche ich hier gar nicht. Hier habe ich dann diesen kleinen, den ich einfach rüberklappen könnte. Habe ich dann aber auch beim Arbeiten beim letzten Mal gemerkt, ich kann ja auch mal so eine Tasche machen. Und bei diesem Album hier mache ich nur Taschen. Also ich habe geklebt. Hier siehst du, hier ist die Seite und auf der Seite ist die erste Tasche. Da kann ich dann kleinere Papiere reinstecken, Bilder, Erinnerungen, denn es soll ja ein Erinnerungsbuch werden. Für jeden Monat des Jahres. Der Stempelnerd wird genau zeigen, wie das mit dem Kreative Tage Kalenderstempelset am besten zu machen ist, dass man auch wirklich jedes passende Monatskalendarium stempeln kann. Gefaltet, wie gesagt, schon mal aufeinander geklebt, und ich zeige das jetzt, wie es weitergeht, denn das ist immer der gleiche Arbeitsschritt und da habe ich schon was vorbereitet. Für meine Taschen brauche ich jetzt noch mehr Klebestreifen, und zwar setze ich noch einen hier oben an diesen kurzen und hier unten an den kurzen. Du siehst, so fertig präpariert, kann ich das Schutzfolie abziehen und die passende nächste Seite draufsetzen. Ich habe das ja an der Regenbogenschattierung gemacht. Das ist also von der unteren Farbe, was so eigentlich vom lila Blau dann weiter nach oben geht bis zum Weinrot, dunkelkräftiges Rot, Bordeaux fast. So habe ich die Farben angeordnet. Das geht vom lila Blau über ins Türkisgrün, dann ins Gelb, weiter ins Orange und ins Rot. Das vergessen. Ja,
Muss ich ja keinem erklären. Ist ja ständig draußen am Himmel im besten Fall. So viel wie es im Moment regnet, ist ja auch super. Haben auch viele Regen. Jo, und dabei klebe ich hier schon mal Seite um Seite aufeinander. So exakt wie möglich. Du siehst schon, hier hat es ein bisschen gepfuscht. Da kennst du gar nichts, da schneidest du das nämlich einfach. Hier ist so ein kleiner Rand, der steht hier minimal über. Dann schneidet sie ihr Bündel einfach gerade. Da geht die Welt auch nicht kaputt. Ich bin ein bisschen in Eile. Warum? Erstens ist heute Abend noch ein Online-Workshop. Und außerdem wird der Stempelnerd, der ja gerade bei mir auf Besuch ist, mich morgen verlassen. Wahrscheinlich, wenn ich das Video hochlade, hat er mich gerade verlassen und wieder Richtung Heimat unterwegs sein. Und er soll das Projekt ja mitnehmen, weil er es ja dann bei sich fertig gestalten soll und dir zeigen soll. So, letzte Seite. Und auf die setzen wir trotzdem noch den Streifen, habe ich mir gerade überlegt, warum nicht. Da haben wir vorne noch eine Tasche mehr. Kommt mein weißes Papier. 4x6 Inch und jetzt wieder hier drüben genau abschließen, dass alles gut aufeinander liegt und geschützt ist. Notfalls damit ein bisschen die Kanten ausgleichen und vorne gegenkleben. Hinten habe ich das auch schon gegengeklebt. Siehst du, relativ einfach, und du siehst nochmal die Farbspektrum durch die Regenbogenfarben und alle Taschen für unsere Tags hier befüllt. Genau. Jetzt habe ich hier quer schon mal doppelseitiges Abreißklebeband, weil wir haben uns überlegt, Jonas und ich, wir haben lange gefachsimpelt, da haben wir gesagt, doch, wir machen das mal mit einem Bändchen, weil man steckt ja jede Menge Erinnerung rein. Und für dieses Bändchen lege ich hier vorne einfach auf das doppelseitige Abreißklebeband ein Bändchen eben mittig auf, hinten um den Bund rum. Und auf der Rückseite das gleiche wieder, doppelseitiges Abreißklebeband, Schutzfolie ab, übereinander legen, dass genau vorne die Enden an der gleichen Stelle rauskommen. Und dann kann ich das binden und meine Erinnerungen festhalten. Wir hätten natürlich auch einen silbernen Knopf nehmen können, aber es wird hier ein Bändchen. Siehst du, so könnte ich es binden, aber das mache ich erst, wenn ich meine Außengestaltung aufgebracht habe. War also keine Zauberei, 12 Blatt, alle Taschen, Album fertig, so schön kann man so hinstellen. Auch wieder schick und rumfalten. Ich bin schon wieder ganz begeistert, das gebe ich morgen ab. Ich bin ja ein bisschen eifersüchtig, schon fast neidisch. Eigentlich nicht, aber in dem Fall doch, dass ich das jetzt nicht behalten kann. Aber dem Stempelnerd gebe ich das gern. Den Streifen, den schmalen, in 6x2 Inch, links und rechts mit doppelseitigem Abreißklebeband versehen und vorher über die Tischkante gezogen und sogar noch mit einem Prägefolder geprägt, damit die Faser des Papiers etwas gebrochen ist und dann kann ich das leichter wellen. Fürs Stempeln habe ich mir überlegt, ich nehme den Farbkarton in 4x6 Inch und die Stempel aus dem Set Kreative Tage, weil das ist auch ein super Hintergrundstempelset, wie du jetzt hier siehst, finde ich zumindest. Und stempel Ton in Ton auf das Abendblau, sorry. Jetzt mein Motiv, was ich hier komplett draufgesetzt habe, und setze das so ein bisschen wüst aneinander. Willkürlich ist der Plan, mal sehen, ob es funktioniert. Das passt schon. So nochmal gegen. Jetzt einmal komplett gedreht, nur nicht aufeinander. Das hier gibt es schon wieder so einen schönen Stern. Versuche das immer so ungleichmäßig zu machen. Ja, also so. Hingehaucht. Ich brauche noch ein paar Luftballons. So, fertig. Und schon habe ich eine schöne Gestaltung, die komplett passt. Das ist, finde ich, einfache Sache, weil das wird wahrscheinlich, wie ich den Stempelnerd kenne, wird das drin aufgegriffen. Behaupte ich jetzt mal. Jo, was kommt jetzt noch? Jetzt kleben wir vorne und hinten drauf. Können wir einen Flüssigkleber machen oder doppelseitigen Abreißkleber. Ich nehme jetzt mal Flüssigkleber. Wenn er nicht reicht, nehmen wir den nächsten. Mal diese leeren Flaschen nicht zu fassen, glaubst du das? Erstmal denke ich, noch voll sein. Haben wieder so viel geklebt. Läuft. So nicht. So, und wie rum ich das aufklebe, schaue ich mir mal an. Ja, so was. Einfach drauf. Haben schön abgeschlossen. Gut gehalten. Hier an der Kante ist jetzt wichtig, dass es bündig abschließt, weil hier hinten kommt ja noch eine Abdeckung. Umdrehen. Und das gleiche auf der Rückseite auch.
aufkleben, schauen, dass das Band da gut rausschaut. Und wieder vorne bündig. Hinten Buchrückenseite ist ja egal. Das drüber. Hier vorne schön abdecken. Du siehst. So, und dann haben wir unser Buch. Hinten, was ist vorne? Müssen wir nochmal schauen. Das Rot ist immer oben. Oben am Himmel. So weit wie möglich in den Himmel und unten ist blau. So. So ist das. Und jetzt kommt nur noch für mich, mehr kommt nicht. Gebe ich den Pokal weiter, das Buch weiter. Wir haben noch ein anderes Projekt am Laufen. Ich glaube, das kommt am kommenden Montag. Jetzt mal wieder ein Mutter-Sohn-Battle. Auch schon gespannt sein. Es gibt die Schildkröten. Hier. Schildkröten. Musste sein. Haben wir gemacht innerhalb Besuchs. So, jetzt lege ich das hier mal auf. Ich habe die Buchstaben mit den Buchstabenstanzen mit der Stanzmaschine ausgestanzt. Das E ist schon klebrig. Ich gucke mal, wie ich das am besten aufkriege. Meine Jahreszahl hatte ich natürlich komplett. Aber hat sich die 2 verabschiedet. Das kommt also später. Das bedeutet, ich setze jetzt einfach von oben angefangen in weiß. Hier mal so ein bisschen meine Buchstaben nach unten. Muss nochmal messen. Moment. Muss nochmal messen. Das hilft alles nichts. O quer, genau. Während ich hier vor mich hin bastel, auch die Jugendbrigade Essen. Ist so gigantisch, sage ich euch, wenn man Besuch hat und trotzdem das machen kann, was einem Freude bereitet und dann auch noch miteinander. Das ist wirklich der Hammer. Ich bin wirklich so ein richtiger kleiner König, ein Glückskind. Wusste ich's doch. So. Wir machen das so, weil das finde ich witzig. Ja. Ich habe mich nicht vermessen. Sie war vermessen. So, jetzt arbeite ich mich mal von unten nach oben, dass die Abstände so halbwegs sind, dass ich noch glücklich bin. Ja, muss hinter, das I geht vor, dann geht das S so und dann gehe ich hier mit dem S dahin. Dann geht das E hier hin. Das I geht hier hin. Und das kleine R, das Finger, so. Kleine R geht hier hin. Was hat sie nicht bedacht? Sie hat den Buchrücken nicht bedacht. Was machen wir da? Wir machen den Buchrücken anders. Das bedeutet, man muss auch mal spontan Sachen ändern können. Also Memories steht, Jahreszahl wird hier vorne links hinkommen und den Buchrücken überarbeite ich jetzt nochmal und setze den praktisch schmaler hier hin. Kriegen wir aber trotzdem hin. Ich nehme da mal ausnahmsweise ein anderes Klebeband, dass wir den wirklich so ganz schmal an die Kante kriegen. Das schaffen wir. Ich liebe es ja wirklich spontan alles anders zu machen. Und wir kürzen das Ganze. Wir brauchen das nicht so breit. Ihr macht es breiter, ihr setzt das sicher woanders hin, aber ich hatte kurzen Aussetzer und dann was passiert. Ich gehe jetzt auf 2,5 cm, bin damit gut bei und klebe mein schmaleres Stück, was ich jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr biegen muss. Ich erzähle jetzt nicht, warum sowas passiert. Jetzt einfach, weil ich mich nicht so gut konzentrieren kann. So, hier oben ganz knapp an den Rand. Gerade und dran sitzt es, wie gesagt. Ihr lernt ja wie immer aus meinen Fehlern. Und hier hinten ziehen wir es rum. Und schon merkt kein Mensch, dass das anders geplant war. Glaubt's mir. So. Rumfalten. Gerade andrücken. Festkleben. Super. Ich bin ganz begeistert, vor allem, dass wir das retten konnten. Ihr seht, ich habe das ein bisschen auf Luft geklebt, ja, damit ich da hinten wirklich, wenn ich jetzt hier fülle und in meine einzelnen Fächer, also erst einmal kommen die Kalendarien ja noch rein und in die einzelnen Fächer dann auch noch Zettel packe,
dass hier wirklich gut geblättert werden kann. Und dann funktioniert das, weil hier hinten ist ja die Biegung dran, ist also ein schöner Buchrücken, so wie in alten Büchern hat man das auch oft. Jo, wie gesagt, Jahreszahl kommt. Haben wir auch noch die 1 verschleppt. Müssen wir also auch nochmal neu. Nein, hier ist hier. Ihr könnt euch das vorstellen, 21, vielleicht auch 2021, das mache ich nachher noch fertig. Für dieses Büchlein gibt es auch eine Anleitung, aber heute war es dieses mit diesem Stempelset. Relativ schnell gemacht in Abendblau. Das Ganze war der Teil 1, wie schon gesagt, beim Stempelnerd. In den nächsten Tagen, vielleicht in 2 Wochen knapp spätestens, aber ich glaube bis dahin hat er das geschafft. Ist fleißig am Arbeiten, bin mal ganz begeistert. Gibt es Teil 2 mit der Innenausgestaltung. Ja. Fertig mein Projekt für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Willst du meine Idee nachbasteln, speichere sie doch am besten in einer Playlist. Dann brauchst du später nicht lange suchen. Du hast Fragen, schreib mir einfach. Abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Verwendete Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Alle Maße findest du auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten, freu dich auf Teil 2. Bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.